Und du bist Vollprofi. Wie nennt man jetzt ganz genau diese Löcher? Und jetzt erzähl uns doch mal, wie viele 100 Jahre alt diese Pflanze hier ist. Ja, also vielleicht ein bisschen überraschend, aber Jungle Leaves ist so geil drauf, dass die 2 Pflanzen zur Verfügung stellen. der ist richtig eklig. Ja, okay. Und dazwischen Ring of Fire. Hinter mir sieht man, wie der mal wird. Da sind die Blütenstände. Auch sehr beliebte Art auch. Ja, okay. Gartencenter, liebe Leute. Ja, heute sind wir in eins und zwar bei Jungle Leaves in Herten. Was es da drin gibt, vor allen Dingen was für coole und seltene Pflanzen, das zeige ich euch jetzt gleich. Wir werden auch mit einem der Inhaber noch mal so ein bisschen quatschen und ich würde sagen, ihr folgt mir jetzt einfach. Let's go! So, liebe Leute, wir sind jetzt hier drin. Das ist der Alex. Alex. Alex ist einer von den 3 Inhabern, kann man so sagen. Ja, ne? genau. Wir sind ein Dreier-Team Ja. und wir machen hier alles zu dritt. Im Grunde, ja. Okay, und die anderen beiden, die schwirren da draußen irgendwo rum und machen da die richtige Arbeit. Genau. Und wir gehen jetzt ganz gemütlich durchs Genau. Gewächshaus. Ja. Ja, bevor wir jetzt anfangen, hier gibt es so ein paar richtig krasse Pflanzen. Worauf habt ihr euch spezialisiert, kann man das sagen? Ja, im Grunde, jeder von uns 3 hat so seine Steckenpferde, was er so am liebsten mag. Ich bin ja eher so bei Begonien- und Terrarienpflanzen unterwegs. Der Nils ist der zweite im Team, der macht tropische Früchte, sowas wie zum Beispiel Kakao oder Pfeffer. Gucken wir es euch auch an übrigens. Ja, und der Patrick, der ist so bei den Aeroids, bei den Amorphophallus und so speziell unterwegs, diese Stinkeblumen. Ja, okay. Aber die jeder immer angucken möchte. Ja, genau. Ja, genau. Und ansonsten habt ihr ja auch einen Outdoor-Bereich, da gibt es auch typische Gartenpflanzen, Blühpflanzen. Genau. Wir haben einen kleinen einfach Gartenmarkt, wo du im Grunde alles für den Garten kriegst, so saisonal, aber auch ein paar ausgefallene Sachen, zum Beispiel Bananen oder Alocasia oder so. Ja, okay, und dann hier übrigens auch noch mal zu sehen, da sind auch ein paar Regale mit Zubehör, also sowas wie Töpfe und Gießkanne und was man halt so braucht. Genau, aber uns interessiert ja hier keine Gießkanne und irgendwelche Töpfe, sondern uns interessiert das Grüne, und zwar die Pflanzen. Wobei sind ja nicht alle grün, hier gibt es auch ein paar blaue und die gucken wir uns natürlich noch mal im Speziellen an. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt los und zwar da rein. So, wir sind jetzt in der Ecke, da gibt es Aaronstabgewächse, aber die gibt es hier überall, kunterbunt gemischt. Und bevor wir jetzt wirklich anfangen, uns hier alles anzugucken, habe ich noch was richtig Cooles, und zwar Jungle Leaves. Ist so geil drauf, dass die 2 Pflanzen zur Verfügung stellen, wovon ihr eine gewinnen könnt. Also einer von euch kann eine Pflanze gewinnen. Welche Pflanzen, die gucken wir uns jetzt mal eben an. Genau. Einmal haben wir hier ganz klassisch eine Monstera deliciosa variegata zu gewinnen. Schon auch ein größeres Exemplar mit guten Wurzeln. Oder, falls ihr schon eine habt, also falls der Gewinner schon eine hat, ich denke mal, einige von euch werden auch schon eine Variegate Monstera haben, haben wir hier noch was als Alternative, bisschen selteneres, und zwar ein Cercestis mirabilis. Ist noch nicht so bekannt, ist auch ein Aaronstabgewächs aus Afrika und auch wunderschön panaschiert. Ja, richtig, richtig cool. Und was ihr dafür machen müsst, das sage ich euch jetzt. Und zwar lasst mir doch einmal einen Kommentar da. Und zwar schreibt ihr mir einmal, ob ihr lieber die eine oder die andere Pflanze haben wollt oder warum es euch egal ist, welche Pflanze ihr von den beiden bekommt. Und was mich dann auch nochmal persönlich sehr freuen würde, ist, wenn ihr nochmal Jungle Leaves einen Besuch abstattet. Ob ihr jetzt dorthin fahrt oder mal in den Shop vorbeischaut oder auf die Instagram-Seite und vielleicht auch nochmal da ein Abo da lasst. Das ist mir egal, aber die Jungs haben es auf jeden Fall verdient, dass da noch mal ein bisschen Traffic zustande kommt. Und ich würde jetzt sagen, viel Glück beim Gewinnspiel und viel Spaß jetzt hier weiter beim Video. Also wir sind hier im Gewächshaus. Das ist im Grunde das Erste, was man sieht, wenn man durch die Tür reinkommt. Das ist hier so die kleine Karnivoren- und Sumpfpflanzenecke. Also fleischfressende Pflanzen. Wir haben hier im Gewächshaus nur welche, die aus den Tropen sind, die also auch drinnen ganz gut wachsen und dann nicht so die Sachen, die man so im Gartenmarkt findet, die eigentlich eher draußen besser wachsen, zum Beispiel so Fliegenfallen oder so. Ja. Und wenn ich mir hier sowas angucke, erzähl mal was dazu. Der Matze von Green Jaws, liebe Grüße, der wird jetzt gerade wahrscheinlich richtig Spaß in der Backen haben. Das ist eine Nepenthes mapuluensis. Das ist eine Art, die lange nicht mehr gefunden wurde nach ihrer Erstentdeckung und erst vor ein paar Jahren gab es eine Exkursion, da wurden Samen gesammelt und das ist eine der ersten Pflanzen in Kultur, die aus diesen Samen gezogen wurden. Ja. Also schon was Besonderes, kann man so sagen. Ne? Ja, ich sage jetzt mal Kannpflanzen, Nepenthes, habt ihr hier so ein paar, auch ein paar große.
Und hier hängen auch noch mal ein paar. Genau, das sind so eher die Standardarten, die man dann auch woanders kriegt. Ja. Aber ein paar coolere Sachen sind auch immer dabei. Ja, und Karnivoren grundsätzlich bei dem Klima funktioniert hier natürlich auch super gut. Da auch noch ein bisschen was, also Sonnentaugewächse, kann man das so sagen? Genau, genau. Ja. Sonnentau, Fettkraut, das sind die mit den ist da vorne, Klebeblättern. Genau. Auch immer ein gutes Ding, um Fruchtfliegen loszuwerden. Genau, und die habt ihr hier überall in der eigenen Anzucht. Das ist natürlich immer eine schöne Sache. Hier auch ein bisschen Sphagnummus auf dem Teller. Genau, das verkaufen wir dann in so Portionchen. Wenn man selber Sphagnum haben möchte, ist natürlich super als Deko oder zum Anwurzeln von Stecklingen. Hier auf der Rückseite von dem Araceen-Tisch stehen dann so die Sachen, die ein bisschen weniger Licht brauchen. Anthurium zum Beispiel, Caladium, ein paar Philodendrons stehen hier auch. Ein paar schöne Arten haben wir natürlich immer da, wie zum Beispiel Anthurium crystallinum. Ja. Oder ganz beliebt ist auch Philodendron brantianum. Halt alles, was irgendwie schöne Blätter hat. Ja, genau. Und man möchte ja auch seine Kunden irgendwie zufriedenstellen. Und wenn man sowas immer dazwischen hat, ist es natürlich schön. Ne? Genau. Richtig. Was hast du denn hier? Das ist was ganz Interessantes. Das ist ein Cola-Baum. Also das ist der Baum, wo die Kolanuss herkommt, wo ursprünglich mal Coca-Cola ihren Geschmack von hat. Inzwischen ist das natürlich komplett synthetisch, aber... Das heißt, Cola, also die Firma, die hat irgendwann gesagt, ey, der Geschmack ist ganz cool. Genau, und haben dann sich an dieser Pflanze orientiert und den Geschmack davon genommen. Genau, der plus den Kokainstrauch, da kommt das Coca in Coca-Cola her. Also das war mal... Ich glaube, irgendwann war das mal ein Kopfschmerzmittel. Und bevor es zum Erfrischungsgetränk wurde, da waren so Zutaten drin. Ja, nicht schlecht. Ja, was das alle gibt, liebe Leute. Hier gibt es Bildung, die kriegt ihr sonst nirgendwo. Hier übrigens auch nochmal, ne, wisst ihr ja, ich bin ja ein Fan. Obwohl, ist das die Tortum? Nee, das ist Tortum, Doch, ja. Der ist hier natürlich ein bisschen größer, als man ihn sonst so vielleicht kennt. Die wachsen hier sehr gut. Ja. Die müssen unbedingt auf eine Rankhilfe. Also nehmt sie uns schnell ab, bevor sie hier über den ganzen Tisch wachsen. Ja, spätestens auf der Botanica in Hamm, da wird es wahrscheinlich auch das eine oder andere hier geben. Da seid ihr auch da, ne? Genau, da sind wir auch da. Und da bringen wir auch im Grunde alles mit. Einmal querbeet. Von normalen Zimmerpflanzen bis hin zu richtig ausgefallenen Sachen für Terrarien. Ja, okay. Und oben rechts nochmal die Verlinkung, weil letzte Woche gab es nämlich ein gesondertes Video extra zur Botanica. Und da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinklicken. Kommt ansonsten auch am Ende dieses Videos nochmal zum draufklicken. Da müsst ihr jetzt nicht extra nochmal hin und her. Okay, und dann gehen wir mal weiter. Ja. Hier zwischen den ganzen Philos, übrigens hier auch Verrucosum, auch in einer größeren Stückzahl vorhanden. Und ich glaube pro Topf, was haben wir gesagt, 30 Euro? 30, glaube ich, oder 33 im Moment. Schon recht groß gewachsen, wenn man sich hier mal die Blätter anguckt. Und dazwischen Ring of Fire, auch eine coole Geschichte. Falls ihr noch einen sucht, hier gibt es einen. Und den müsst ihr übrigens nicht hier abholen, wenn er nicht gerade aus der Ecke kommt, denn ihr habt auch einen Online-Shop. Genau, auf unserer Webseite jungle-leaves.de gibt es einen Online-Shop. Da ist alles, was wir im Moment haben, online. Wir versenden EU-weit, also gar kein Problem, einfach zu bestellen. Das ist gut, immer EU-weit. Ich sag mal, gerade liebe Grüße Richtung Österreich, Schweiz, UK. Gibt auch hier die Möglichkeit, die Pflanze zu euch nach Hause zu bekommen, ohne dass ihr extra hinkommen müsst. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt her. Die Adresse blende ich euch jetzt einmal hier unten ein. So, und was hast du da? Das ist was ganz Interessantes. Viele verwechseln das erstmal mit einer Monstera dubia. Es ist aber ein Ficus, also eine Feige. Und das ist Ficus villosa. Schön haarig. Ja, und hinter mir sieht man, wie der mal wird. Der klettert nämlich genau wie Monstera dubia ganz flach an der Wand hoch. Ja, wächst aber noch mal ein ganzes Stück langsamer leider. Ja. Ist dafür aber ziemlich einfach in der Pflege. Also wenn man eine Monstera hinbekommt, bekommt man den auch hin. Okay. Und was sagst du, wenn man jetzt eine Pflanze in der Größe hier holt? Was braucht die, um das, sagen wir mal, um die nächsten 3 Blätter auszubilden bei guter Pflege? Ja, wenn sie einmal wachsen, wachsen sie dann doch relativ flott. Vielleicht so 2 bis 3 Monate. So lange braucht er auch etwa, um an seiner Unterlage anzuwachsen. Ja, okay. Wir haben jetzt hier einfach ein Holzbrett. In der Wohnung könnte man da auch so einen Mosspole für nehmen, dass das ein bisschen feuchter ist. Ne? Hier im Gewächshaus ist es natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit, da braucht man das nicht. Ja. In der Wohnung, er wird wahrscheinlich auch einfach an einem Brett wachsen. Der ist da nicht so pingelig tatsächlich. Okay, ja. Okay, coole Sache. Was kostet der? Der kostet auch 30. Ah, okay, cool. Okay, dann hier direkt daneben Melanochrysum und den habt ihr auch noch mal in XXL. Den gucken wir uns auch noch mal an. Und Leute, das habt ihr mit Sicherheit noch nicht gesehen. Aber dazu später mehr. So, und dann Regal, andere Seite, sieht alokasisch aus. Genau. Und Freunde. Also hier ist zum Beispiel ein Xanthosoma. Genau. Ne, die kennt man ja auch. Ja. Und dann haben wir eine relativ große Auswahl an Alokasien immer da. So die Standardarten, die man kennt. Zwischendurch auch mal seltenere. Zum Beispiel sowas wie Alocasia azlani oder Scalprum. Aber hauptsächlich kriegt man hier so Black Velvet, Silver Dragon, Dragon Scale. Also die haben wir immer da, weil die auch einfach sehr, sehr beliebt sind. Ja, das stimmt. Vor allem hier auch noch mal
hier unten, Leute, nicht nur was ihr oben seht, ist grün, sondern unter den Tischen ist auch grün. Und ist auf jeden Fall, denke ich, genug da. Genau. Okay, ja, wollen wir dann direkt da hinten weiter? Oh, warte mal. Da machen wir noch mal kurz einen Break. Was machen wir denn hier? Da haben wir einen Pieper, also auch einen Pfeffer, Ja. Piper ornatum in dem Fall. Sehr hübsch, Ja. kriegt sehr große Blätter. Ist ja eigentlich nur als Zusatzbepflanzung für diesen riesen Topf, wo ein großer Titanwurz drin steht. Titanwurz. Leute, wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es mal unten in die Kommentare. Der größte unverzweigte Blütenstand der Welt Ja. kommt da raus, aber bei dem noch nicht. Also der braucht noch ein paar Jahre, bis er die Größe erreicht. Hat aber auch nicht jeder, ne? Nee, aber wenn er blüht, will man auch nicht unbedingt im selben Raum sein, weil die stinkt ganz Wollte furchtbar. ich gerade fragen. Eine Skala von 1 bis 10, wenn 10 am richtig heftigsten ist. Oh, so eine 8 oder 9 schon. Ja, okay. Der ist richtig eklig. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir da hinten weiter durch, weil das ist eine Ecke, da habe ich mich richtig drin verliebt. Ich glaube, das wird jetzt dem einen oder anderen gleich klar, warum. Weil das hier ist einfach nur phänomenal. Erst einmal das ist ein Melanochrysum. Genau. Und hier hat man halt nochmal alles so zwischengepflanzt, von A bis Z. Und hier hat sich dann auch nochmal so ein kleiner Teich versteckt. Und da plätschert es nämlich auch so ein bisschen. Da noch so ein paar Begonien. Ich weiß, die da hinten, da denken sich gerade alle, was ist das? Kommen wir später drauf zurück, weil für mich meine Lieblingsbegonie. Genau, aber dazu später mehr. Soll ja spannend bleiben. Und jetzt erzähl uns doch mal, wie viele 100 Jahre alt diese Pflanze hier ist. Ja, also vielleicht ein bisschen überraschend, aber der ist etwas unter 2 Jahre alt. Aus 2 Stecklingen, die hier unten mit 4 Blättern angefangen haben jeweils. Die sind hier auch noch dran. Das sind die ganz alten Blätter. Hier wachsen wild irgendwelche Begonien drin, die sich hier verbreiten. Und in einem Gewächshaus hat man natürlich etwas andere Bedingungen als in der Wohnung. Und da wächst so ein Philodendron auch noch mal ein ganzes Stück schneller. Sollte auch bald blühen. Und hier die Blätter haben so ihre 70, 80 Zentimeter Größe. Das ist krass. Ja gut, der ist jetzt hier dachtechnisch, da kommt halt ab einem gewissen Zeitpunkt Sonne rein. Hat hier so ein paar Brandschäden, ne? Genau, wir hatten ja vor ein paar Wochen die Hitzewelle Genau. und das hat dem wirklich gar nicht gefallen. Die neuen Blätter, die kommen, sehen aber jetzt schon wieder gut aus. Deswegen Leute zu Hause, denkt immer dran, wenn ihr solche Pflanzen habt, ruhig ein bisschen schattiger, weil zu viel Sonne könnte dann sowas hervorrufen. Das ist nämlich so ein typisches Schadbild. Okay, und wo wir gerade bei Blüten waren, schwenken wir mal kurz hier rüber. Jetzt auch nochmal für euch eine ganz wichtige Geschichte, denn das hier ist Monstera, ganz klare Nummer, aber Das ist die kleine Form, also die Monstera deliciosa borsigiana, wie sie manchmal bezeichnet wird. Und ihr seht, so klein ist die gar nicht, wenn sie denn mal klettert und groß wird. Die ist jetzt auch gerade am Blühen, wenn ihr mal da oben schaut. Da sind die Blütenstände. Und auch die ist genauso alt wie der Philodendron daneben, also etwas unter 2 Jahre. Ja. Und auch die hat mit ihren 4 untersten Blättern hier angefangen und ist seitdem so groß geworden. ja, verrückt. Also die war, zeig mal kurz mit der Hand, wo ungefähr war die? Hier. Ja, das war so die Größe. Im Grunde die Größe, die wir jetzt auch verlosen. Ja, okay. Ja, und dann etwa 2 Jahre später sieht sie dann so aus. Ja. Also lasst euch nicht immer irgendwie einreden, ja, Borsigiana, die wächst nicht, da sind noch kleine Blätter dran. Die können auch heute solche Dinger hier ausbilden. Ne? Also bei richtiger Pflege, bei guter, ich sage jetzt mal Temperatur und Luftfeuchtigkeit und hier ist natürlich ein schönes- Rankhilfe, auch ganz wichtig. Das ist schön. Oh ja, uiuiui, ja, das ist cool. Und du bist Vollprofi. Wie nennt man jetzt ganz genau diese Löcher? Fenestration nennt man So die auch nennt schlau. man die. Ich sage auch immer gerne Fenster oder einfach Löcher. Ich meine, das ist auch genau, das heißt es auch, das ist nur Latein für Fenster. Oh. Dann machen wir jetzt einfach weiter und tun so, als hätte ich gar nichts gesagt. Da oben nochmal die Blüten für euch. Ne? Die kann man übrigens auch naschen, weil Deliciosa kommt aus dem irgendwas und Auch heißt Latein köstlich. köstlich. So. Schmecken auch ganz gut, ist aber viel Arbeit, die da rauszupulen, die Früchte, um sie zu essen. Ja, gut. Ich melde mich auf jeden Fall bei dir, wenn es soweit ist. Dann sagst du mir, wie lecker sie waren oder auch nicht. Oder ich komme zum Verkosten. Komm gerne vorbei und dann verkosten wir die. Hier gibt es auch noch ein paar andere Leckereien zwischendurch. So machen wir das. Zum Thema Monstera und Blüte gibt es ja übrigens noch eine, die blüht. Gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Und zwar Genau. Hier. Das sind die alten Blütenstände hier. Hier entwickeln sich jetzt Früchte. Hier ist einer, der demnächst aufgeht. Die sind immer nur 1 oder 2 Tage offen. Also haben wir gerade Pech und sehen keine offene Blüte. Das ist eine Monstera adansonii. Nur eine etwas größere Form namens Blanchetti, die nicht so häufig ist. Genau. Sie steht hier auch vor dem Bereich, wo die Terrarienpflanzen anfangen. Davon haben wir nämlich so eigentlich am meisten. Das ist so unser Hauptgebiet. Ja. Wenn wir hier ein bisschen reingehen, dann haben wir hier auf der Seite
sogenannte Ameisenpflanzen. Das sind Pflanzen, die in der Natur mit Ameisen zusammenleben. Die leben in dem Stamm. Da ist ein Gängesystem drin. Das ist also nicht von den Ameisen reingefressen. Ja. Das macht die Pflanze von selbst. Das hier ist jetzt aufgeschnitten, damit man reinschauen kann. Normalerweise ist das natürlich zu. Die Ameisen, die da drin leben, die können fies stechen und verteidigen die Pflanze. Und die Pflanze bietet denen Wohnraum. Das sind so Pflanzen, die man eher in Terrarien pflegen würde. Da gibt es viele verschiedene Arten, auch mit ganz verrückten Formen. Ja, das sieht echt verrückt aus. Sieht aus, als wäre es direkt aus dem Alien-Film. Ja, wirklich. Und nicht wie eine echte Pflanze. Von einem anderen Planeten. Ja. Genau. Und davon haben wir meistens so 3, 4 kleine Arten immer zum Verkauf. Ja, hier haben wir noch so eine. Ne? Da leben normalerweise auch Ameisen drin. Genau. Und hier würde man sehen, das ist dann so ein Eingang hier. Da geht es rein. Aber haben das Loch jetzt Ameisen hervorgerufen oder sagt die Pflanze, ich mache jetzt hier Nee, die macht tatsächlich selber die Löcher da rein. Genau. Da sind auch keine Ameisen drin bei uns, also keine Angst. Und wenn ihr die bei euch hinstellt, es kommen da auch keine Ameisen rein. Das sind nämlich spezielle tropische Ameisen, die mit denen in Symbiose leben. Unsere Einheimischen gehen da nicht rein. Ja. Okay. Ja, das sind auf jeden Fall hier einiges an Terrarienpflanzen. Also wenn ihr Terrarien habt, kommt auf jeden Fall mal gerne hier hin. Hier gibt es noch weitaus mehr. Mal gucken, welche wir gleich noch vor die Kamera kriegen. Aber jetzt hier gegenüber noch so ein paar Begonien. Und zwar welche mit so einem bisschen Blautouch. Ne? Was natürlich immer schwierig ist, für so eine Kamera das aufzunehmen. Genau, das ist so eine metallische Reflexion, die machen. Wie heißt das in der Wissenschaft? Irideszenz. Ja. Genau. Die Pflanzen, die das machen, sind dann irideszente Pflanzen. Es gibt auch nicht nur Begonien, die das machen, es gibt auch noch ein paar andere Pflanzen, haben wir auch da. Nur ist das sehr, sehr schwierig zu filmen. Da muss man im Grunde in einem dunklen Raum sein und dann mit der Lampe drauf leuchten, dann leuchtet es einem entgegen, wie so ein Fahrradreflektor, nur in blau. Wobei bei der einen kriegen wir es, glaube ich, hin. Da drüben die Pavonina. Ja, wie gesagt, Begonien. Genau, große Auswahl. Also auch welche, die im Zimmer gehen, aber ganz viele Arten eben auch für Terrarien. Ja. Wenn man sich da Farbkleckse reinholen möchte, dann gibt es gerade diese, bevor wir jetzt weitermachen, die blauen, sind das denn eher auch welche, wo man sagt, die kann man sich auch mal ins Wohnzimmer stellen? Es gibt 1, 2 davon, die im Wohnzimmer ganz gut funktionieren. Sag mal Namen. Pavonina zum Beispiel oder auch Taconite, das ist ein Hybride, der sehr gut funktioniert. Die meisten sind eher für Terrarien. Aber, okay. Ja, was wolltest du jetzt zeigen? Zum Beispiel das hier, das ist eine Begonie. Ja, geil, mit den Blättern. Man würde nie drauf kommen, dass es eine Begonie ist. Sieht aus wie ein Farn. Ja, ehrlich. Und wenn man mal genau hinschaut, sich so ein Blatt rausnimmt, dann ist die Form genau wie von einem Begonienblatt. Es fehlt nur zwischendurch alles. Genau, ne? Genau. Ja. Also so quasi das Skelett. Genau, es ist nur das Skelett des Blattes ist so übrig. Und hier ist auch überall blütentechnisch was im Gange bei euch. Hier, egal eigentlich, welche Begonie man hier anguckt. Und damit macht ihr auch was. Ne? Ihr esst die nicht, sondern ihr... Nee, wir kreuzen die teilweise und machen dann unsere eigenen Hybriden, wo wir einfach coole Arten zusammenkreuzen, gucken, was rauskommt. Es ist natürlich immer ein bisschen eine Lotterie, aber es kommen manchmal ganz interessante Sachen raus. Da gucken wir uns gleich auch noch mal eine an. Genau. Ne? Ja, Begonien, also überwiegend. Ja, Begonien. Genau, es gibt sehr viele Begonien. Es gibt ja über 2000 Arten. Okay. Da gibt es Sachen, die wird man sich gar nicht als Begonie vorstellen. Zum Beispiel das hier ist auch eine. Ja, auch wieder so, ne? Mit diesen franzeligen. Also genau. Aber alles auch eher Terrarienpflanzen, die kleinen Arten zumindest. Ne? Dann haben wir auch natürlich noch ganz viele andere Terrarienpflanzen und da auch wirkliche Raritäten, wie zum Beispiel dieses Phylagatis hier. Wird wahrscheinlich von euch kaum jemand je gehört haben. Es hat auch diese metallisch blauen Blätter. Auch eine Terrarienpflanze, nur wie ihr seht, es wird ziemlich groß. Das heißt, der Kreis an Leuten, die das gut halten können, ist doch relativ klein. Mit einem 30 cm Terrarium wird es schwierig. Wird schwierig, das ist auch noch nicht ausgewachsen, es wird noch etwa doppelt so groß. Und wie schnell wächst das Moped? Langsam, glücklicherweise. Also da hat man ein paar Jahre Zeit, bevor es so groß wird. Aber auf jeden Fall cool. Also wie gesagt, diese blaue Reflexion, die sieht man, wenn man hier ist. Aber ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht. Hier sieht man es. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen wenigstens rüber. Genau. Und das hier sieht auch cool aus. Genau, also das ist noch auf Mania. Die ist nicht ganz so schlimm von der Größe her. Die sind jetzt etwa in der Größe ausgewachsen. Ja. Auch eine Terrarienpflanze. Davon haben wir hier tatsächlich kleine da. Also wenn du sagst immer Terrarienpflanze, dann kann man davon ausgehen, dass die eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Ja, das ist so, sagen wir mal, alles über 70%, ne? Was man in der Wohnung schon eigentlich nicht mehr haben will, sonst hat man Schimmel in den Ecken. Ja, okay. Ne? Ja. Hier ist die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus gar nicht mal so hoch. Gerade tagsüber lüften wir hier durch. Dann sind hier teilweise auch nur 30 oder 40% Luftfeuchtigkeit für ein paar Stunden. Aber nachts geht es natürlich hoch, wenn wir hier alles zumachen, der Nebel angeht und dann erholen die Pflanzen sich wieder. Ja. Und in der Wohnung, gerade im Winter mit diesen empfindlichen großen Blättern, da hat man dann schnell diese braunen Stellen, diese braunen Ränder. Die würden es überleben, aber sie würden nicht so schön aussehen. Deshalb sage ich, die sind für ein Terrarium. Ja. In einer richtigen Wohnung mit guter Pflege geht es sicherlich auch, wenn man sich gut drum kümmert. Okay. Ne?
Okay, dann gehen wir hier auch nochmal durch. Da sind auch noch Begonien. Oder wollen wir direkt weitermachen mit was anderem? Was sagst Wir du? können uns da hinten die Fahne und die Selaginella War da nicht auch diese anschauen. blaue? Genau, diese ja. knallblaue. Ey, ich bin heute richtig blau. Guckt euch das hier mal an. So, das erkennt man. Also so erkenne ich sogar auf der Kamera, dass hier was blau schimmert. Und das finde ich geil. Oh. Leute, guckt euch das mal an. Und das sieht jetzt einfach nur blau aus, aber das schimmert auch so blau. Genau, das ist komplett metallisch. Ne? Ja, wie ein Ohrring von einer reichen Frau. Ne, wirklich, Ja. also das sieht echt richtig cool aus. Da muss Vor allem man auch so genau ein bisschen, den- vor allem hier, guck mal, blau und so ein bisschen lila. Oh, das sieht richtig, das gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil die auch so filigran sind. Wie heißt das? Das ist ein Moosfarn auf Deutsch. Das ist ein ganz blöder Name, weil es weder ein Moos noch ein Farn ist. Und auf Schlau ist das Selaginella Vildnovi, diese Ja. Art hier jetzt. Ja. Da gibt es von diesen Selaginella gibt's einige Arten, die haben auch ganz unterschiedliche Formen. Zum Beispiel der hier wächst wie ein kleines Bäumchen. Hübsch. Ja. Gibt es auch mehrere blaue von. Hier ist zum Beispiel einer, der so leicht blau ist. Ja, stimmt, der ist weniger Das ist blau. Unzenata, genau. Und der wächst als Bodendecker. Dieser Vildnovi, das ist eher so ein kleines Bäumchen. Der wird auch 3-4 Meter hoch irgendwann. Okay. Leute, ich muss einmal kurz hier unterbrechen, weil ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich finde es einfach mega krass, wie viel Plan der hat. Ne? Also ich sag mal, wenn man sich so denkt, oh, man hat so jetzt so ein bisschen eine Idee davon, wie die Pflanzen heißen, was die können, was die brauchen etc., dann kommt man hier hin und denkt sich so, ja, okay, ich habe doch keine Ahnung. Und finde ich richtig cool. Und die anderen beiden Verrückten sind genauso drauf. Ne? Genau. Finde ich total cool, dass ja, hier 3 junge Leute am Start sind, die Pflanzen einfach nicht nur als irgendwie was Grünes und vielleicht nur ein bisschen was Besonderes, sondern die finden die richtig abgefahren gut und die machen sich richtig schlau über die ganze Klamotte. Deswegen, wenn ihr auch mal irgendwie so Tipps braucht oder Hilfe, könnt ihr mir natürlich auch schreiben, aber ich glaube, wenn er den Jungs schreibt, dann kriegt er da nochmal eine etwas professionellere Antwort. Genau. Kann man so Also, sagen. Ihr habt das studiert. Wir haben das tatsächlich studiert. Ja. Ne? Also wir sind alle Botaniker, Ja. jetzt nicht unbedingt als Hauptstudienpunkt, aber halt alle ein paar Semester Botanik und dann Ja. hat man das natürlich als Hobby auch immer nebenbei gemacht. Ja. Auch schon in botanischen Gärten gearbeitet, ne? In Bochum zum Beispiel am Botanischen Garten und da kriegt man einiges mit. Ja, Ne? finde ich mega. Wenn ihr das auch mega findet, gebt den Daumen nach oben und vor allen Dingen besucht die Jungs mal auf Instagram, blende ich euch jetzt hier auch nochmal ein und lasst doch mal ein Abo da, ne? Weil das ist einfach richtig, richtig cool. Okay. Also wir könnten hier noch 3 Stunden so weitermachen. Ja. Jede Pflanze, die wir hier haben, ist cool. Ja. Die Sammlung hier drin und was wir verkaufen, ist auch nach dem aufgebaut, einfach was uns gefällt. Ja. Also hier stehen die Sachen drin, die wir cool finden. Wir haben kein besonderes Programm. Es gibt hier im Grunde alles quer durcheinander, was uns irgendwann mal aufgefallen ist. Mega. Und es sind auch immer mal wieder neue Sachen da. Ne? Vor allem ist es dann ja nicht einfach so eine geschäftliche Sache, wo man nur noch das sich in den Laden holt, was die Leute wollen, sondern man hat auch noch Spaß daran, weil man sich die Sachen reinholt, die man selber auch cool Genau, findet. das ist auch das Konzept. Vor allen Dingen, wenn hier nur Sachen stehen, die mich nicht interessieren, dann kümmere ich mich auch nicht so drum. Dann habe ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Auf die habe ich alle Lust, auf die Pflanzen hier. Ja. Das ist alles cooles Zeug, das mir auch gefällt. Ja, genau. Und wo wir direkt auch zum Thema kommen, Pflege etc., Bestäuben und sowas, gucken wir uns jetzt mal an, was die Jungs hier so, ich sage jetzt mal in ihrer Forschungsfabrik da so gedengelt haben. So, wir gucken uns jetzt hier die Manufaktur an. Hier wurde bis gerade eben auch noch geklüppelt, deswegen sieht man hier, steht auch noch so ein bisschen rum, ist aber, glaube ich, nachvollziehbar. Und hier haben wir jetzt 2 Mutterpflanzen, die gekreuzt wurden vor wie langer Zeit? Ich kann es tatsächlich nachschauen. Die haben wir im März gekreuzt. Okay, im März gekreuzt. Das heißt, ihr bestäubt die und dann habt ihr, wie lange später bei Begonien die? Ungefähr einen Monat dauert das, bis die Samen kommen. Okay, im Monat kommen die Samen und dann gucken wir uns mal die hier an. Das ist eine Begonie und zwar, Das ist Begonia chlorosticta. ja, richtig cool. Also ich finde sie geil, so ein bisschen Camouflage mit den gefleckten, ne? Genau, sehr beliebte Art auch. Ja, okay. Und das eher eine Pflanze fürs Terrarium? Ja, Okay. beide die Mutterpflanzen, genau. Ja, und das hier dann. Genau, das ist eine unserer beliebtesten Arten, sehr schwer zu vermehren. Ist auch, glaube ich, die teuerste Begonie, die wir haben, weil es die seltenste ist. Das ist eine Begonia Capuas-huluensis, Warum ist die so selten? Und, weil die extrem langsam wächst, Okay. sehr schwer zu vermehren ist Ja. und auch generell nicht einfach in der Pflege. Also das ist wirklich was für Experten. Also da würde ich sagen, sammle erst mal 2-3 Jahre Erfahrung mit Begonien, bevor du dich an die überhaupt rantraust. Okay. Und die beiden haben wir miteinander gekreuzt, in der Hoffnung, dass wir was mit diesem geilen Blattmuster Ja, und ja. der blauen Farbe bekommen. Also ich kaufe euch eine ab.
Und das hier ist das Ergebnis. Und man sieht so, sie haben die Punkte und sie haben auch ganz leicht diesen Blauschimmer schon. Und ich bin mal gespannt, wie die so in einem halben bis einem Dreivierteljahr aussehen. Ich auch. Ob sie die beiden Eigenschaften ihrer Mutterpflanzen haben. Das wäre richtig cool. Ne? Genau. Das wäre dann hoffentlich eine Möglichkeit, diese geile blaue Begonie ein bisschen einfacher in der Pflege zu machen. Ja, das ist cool. Und sowas, das ist nicht das Einzige, was ihr hier mal gekreuzt habt, sondern sowas macht er, wenn er gerade die Zeit und die richtigen Blüten am Start sind. Genau, wir versuchen immer mal interessante Kombinationen, hauptsächlich bei Begonien, mal auch mal bei anderen Sachen, aber bei Begonien klappt das einfach sehr gut. Ja. Und die hier, du sagtest in der Vermehrung eher schwierig. Ja. Blattstecklinge oder sowas? Ja, wie alle Begonien kann man die über Blattstecklinge vermehren. Die sind aber da sehr anfällig gegen Pilz oder so, der dann die Blätter kaputt macht. Okay. Das heißt, man muss da vorher alles sterilisieren. Das machen wir hier auch generell für alle Begonien, aber bei der ist es halt nochmal ein bisschen heikler. Okay. Ja, krass. Also seht ihr, Leute, hier wird auch vermehrt. Das heißt, hier wird nicht nur einfach importiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass einfach importieren irgendwie schlecht ist oder sowas, aber ich finde es halt immer schöner, wenn auch Pflanzen ja, in der eigenen Anzucht hier auch entsprechend vermehrt werden und dann sogar hier auch über Blüten. Ne? Und dass man dann sogar sagt, ich finde die cool, also versuche ich da das hier rauszumachen. Und hier hast du nochmal eine Besonderheit. Genau. Nicht nur besonders vom Aussehen, ist natürlich wunderschön, aber auch vom Namen. Das ist Begonia Darth Vaderiana und das ist wirklich der wissenschaftliche Name von dem Ding, weil die Autoren sich irgendwie an Darth Vader erinnert gefühlt haben. Auch eine sehr beliebte Art, auch sehr selten, haben wir demnächst auch im Programm. Ja, hat auf jeden Fall was. Haben auch schon viele gehört und man sieht ja immer auf Instagram so ein paar Bilder von denen und andere YouTuber haben davon auch schon berichtet und hier habt ihr sie einmal direkt nah vor der Kamera und ich finde sie richtig schön. Ja, aber aufgrund der Seltenheit und ich weiß jetzt nicht, die ist ja auch eher pflegeintensiver, genau. Muss auch eher eine höhere Luftfeuchtigkeit haben, richtig? Ja, auch wieder eine klassische Terrarienpflanze. Ja, okay. Ne? Aber kann man ja auch ganz schön gestalten, dann einfach so ein Pflanzenterrarium, da gibt es ja so ganz schicke, die so in Kugelform sind zum Beispiel. Und in sowas wachsen die dann aber gut. Also sobald die da drin sind, muss man sich dann im Grunde gar nicht mehr drum kümmern, weil da haben sie die idealen Bedingungen, da braucht man gar nichts mehr machen. Auch kaum noch ein Gießen. Ne? Weil Genau, man hat ja so da gießt man dann vielleicht alle 2 Monate mal ein bisschen. Ne? Und was, nehmen wir mal an, die hier wäre jetzt im Verkauf. Was müsste man für sowas zahlen, für so eine seltene? In der Größe, das ist natürlich schon eine größere, da wäre man wahrscheinlich so bei 100 bis 150 Euro. Hätte ich jetzt mehr gedacht. Ja, also Begonien sind generell nicht so teuer, weil sie sich ja doch recht leicht dann über Blattstecklinge und so vermehren lassen. Ja. Ist jetzt nicht so wie Anthurium, wo man Jahre warten muss, bis man das dann mal schneidet oder so. Ja. Und höher wird es auch nicht. Also das ist schon so mit das teuerste, was es an Begonien gibt. Okay, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal die Begonie an, die wir am Anfang gezeigt haben. Das ist diese pinke, die Brevirimosa. Dazu müssen wir jetzt aber einmal woanders hingehen, richtig? Genau. Okay. Also richtig schön. Und da war das so, dass die vor ein paar Tagen oder Wochen noch richtig buschig war, ne? Genau, die haben wir vor etwa 2 Wochen geschnitten. Die hat da die ganze Ecke ausgefüllt und alle anderen Pflanzen überwuchert. Ja. Und das sind jetzt die Stecklinge, die daraus resultiert sind. Ja. Und hier sieht man nochmal, ne? Also wenn man da guckt, denkt man, oh ja, ist schöne Größe, aber hier sieht man jetzt nochmal, ne? Das Ganze, also das sind richtig große Blätter. Ja. Und die Farbe, ne? Die werden auch tatsächlich noch größer. Ich habe schon Exemplare gesehen, da waren die Blätter so 30, 35 Zentimeter groß. Wird so etwa 2 Meter hoch, wenn man sie stützt. Ja. Und wächst auch im Zimmer ganz gut. Also obwohl das so eine schicke und doch sehr außergewöhnlich aussehende Art ist, die wächst als Zimmerpflanze eigentlich problemlos. Ja, ist der Hammer. Für mich ist das auf jeden Fall so die beste und schönste Begonie, die man sich zu Hause eigentlich so hinstellen kann, ohne großartig eine intensive Pflege betreiben zu müssen. Wächst ganz gut und hier auch nochmal in der Blüte. Was sagst du für Leute, die sich das jetzt holen wollen? Irgendwelche besonderen Tipps oder sagst du, nö, eigentlich? Ja, also wenn man generell schon eine größere Pflanzensammlung hat, dann fügt die sich da im Grunde genauso ein. Sie mag es nicht so hell wie alle Begonien im Grunde, nicht in eine direkte Sonne stellen, immer leicht feucht halten und gut düngen. Ja, okay. Die wächst echt schnell, also die braucht gut was zu futtern. Ja. Und wenn man sie einmal hat, dann kann man die auch ganz einfach vermehren, indem man Schnipp macht. Genau, also man könnte sie auch über Blattstecklinge vermehren, aber bei der zum Beispiel, die wächst so schnell, da macht man am besten einfach Stammstecklinge in Wasser oder noch besser in Sphagnum. Und dann hat man nach ein paar Wochen vernünftige, fertige Ableger. Ja. So, um das Ganze mal so ein bisschen zu zeigen, die Irideszenz, sind wir jetzt hier oben noch mal in einem dunkleren Bereich. Und da filme ich jetzt hier mit meinem Handy, damit es ein bisschen besser geht, auch mit der Reflexion vom Licht. Und jetzt gucken wir mal einmal hier auf meinem Handy. Moment, ich mache jetzt erstmal, damit der Moment einfach schöner ist. Nehme ich das jetzt auf und ich mache jetzt einmal
das Licht an. Da ist sie. Leute, ja, das sind keine künstlichen Pflanzen, das sind echte Pflanzen. Also hier kannst du ja einmal mit der Hand, weil ich hier mit der... Ja. Das funktioniert nur aus einem gewissen Winkel. Ja. Also, ganz ehrlich, das ist krank. Das ist halt so ein bisschen mehr ins Bläuliche und hier unten ist mehr so das Cyan, grünlich. Ja. Heftig. Ja, wollten wir euch auf jeden Fall nochmal zeigen und jetzt gehen wir wieder runter. So, wir sind jetzt auf jeden Fall durch. Ich bin komplett nass geschwitzt. Er sieht aus, als käme er gerade frisch aus der Dusche. Alles super. Also er ist das gewohnt, dass er hier durch die Tropenhäuser schlendert. Ihr könnt auch durch die Tropenhäuser schlendern. Ne? Wie gesagt, Adresse hier unten nochmal eingeblendet. Ansonsten Homepage-Link auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Haben einen eigenen Online-Shop. Haben auch ganz normal geöffnet. Mittwochs und Sonntags sind unsere Ruhetage. Ansonsten haben wir von 10 bis 18 bzw. samstags von 10 bis 16 Uhr auf. Und ihr könnt ohne Voranmeldung oder Termin einfach vorbeikommen. So, eine richtig coole Nummer. Und ansonsten gibt es auch, wenn ihr gerade so Bock habt auf die Begonien mit diesem Blau da drin, ne? Weil kennen halt noch nicht so viele, jetzt kennt ihr das, haben sie auch nochmal eine eigene Rubrik im Shop. Und vergesst auf jeden Fall nicht das Gewinnspiel. Alles zum Gewinnspiel auch nochmal unten in der Videobeschreibung für euch dargestellt. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe richtig viel gelernt heute. Viel Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Und ja, mal gucken. Irgendwann in diesem Jahr werde ich wahrscheinlich nochmal vorbeikommen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit vielleicht noch habe, weil hier gibt es einfach richtig coole Sachen zu sehen. Und ich bin vor allen Dingen auch gespannt, was es dann noch so für Kreuzungen gibt etc. Und in diesem Sinne würde ich sagen, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein. Tschüss.